Der russische Psychologe Maslow sagt, dass der Mensch eine Pyramide von Bedürfnissen hat. Und diese Bedürfnisse versucht er zu befriedigen, aufwärts sozusagen. Zuerst einmal hat er körperliche Bedürfnisse, zu essen, zu trinken, ein Dach über den Kopf zu haben. Und es ist gut zu reden über Anerkennung und Selbstbestätigung und so weiter, aber wenn man Hunger hat, man verliert nicht sehr viele Gedanken über sowas. Im Mittelpunkt stehen die körperlichen Bedürfnisse. Wenn sie aber einmal befriedigt sind, laut Maslow, rücken andere Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit, das haben wir vernommen heute Abend bei der Lebensgeschichte von Margaret. Wie Ängste und ein Verlangen nach Sicherheit prägend wirkte in ihrem Leben. Wenn diese Bedürfnisse aber erreicht sind oder befriedigt sind, laut Maslow, man denkt dann an die Erfüllung von einem anderen Bedürfnis, von Liebe und Zuneigung und schließlich Anerkennung und Selbstbestätigung. Sicherlich gibt es eine Menge Weisheit in dem, was er sagt, was die verschiedenen bewusste Bedürfnisse der Menschen sind. Und selbst dann, wenn er recht hat, geht er am Wesentlichsten vorbei. Denn laut einem Größeren als Maslow, laut einem, der alles weiß, was in dem Menschen ist das tiefste Bedürfnis der Menschen, Leben aus Gott. Und darüber wollen wir lesen und nachdenken heute Abend in dem Johannesevangelium. Lesen wir Johannes Kapitel 1, Vers 10. Er, der ewige Sohn Gottes, war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Kapitel 3 oder Kapitel 2, Vers 24. Jesus selbst aber vertraute sich den Menschen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, sage ich dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst vom Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist.
Nikodemus antwortete und sprach, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhörte, so muss der Sohn des Menschen erhört werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Die tiefsten Bedürfnisse übersehen nicht nur Psychologen, sondern auch viele Menschen. Das tiefste Bedürfnis, das so häufig übersehen wird von Menschen, ist, dass sie Leben aus Gott brauchen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, lesen wir in Vers 3 und 7, und eine Steigerung von dieser Beteuerung gibt es nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Hier Jesus betont das existenzielle Muss. Man sagt, man muss doch leben. Jesus erwidert, du musst wiedergeboren werden, vom Neuen, von oben geboren werden. Der Herr Jesus rechnet hier mit einer Wirklichkeit, über die viele Menschen keine Gedanken verlieren. Er rechnet mit der Wirklichkeit des geistlichen Todes. Tod, wie wir wissen, ist die Scheidung, ist eine Scheidung. Bei dem körperlichen Tod wird mein sichtbares Wesen von meinem unsichtbaren Wesen getrennt. Früher, als ich Patienten besuchte in der Früh, ist mir einige Male passiert, dass ich einen Patienten besuche und da ist ein Tuch gezogen über seinen Kopf. Ich habe das Tuch meistens zurückgezogen und wiederum einen Blick auf diesen Patienten, den ich vielleicht monatelang oder ein paar Jahre lang kennengelernt hatte, und da war er. Aber war er wirklich da? Ist das der Herr Smith, den ich kennengelernt habe, der mir immer wieder 5-mal gezeigt hat, die Bilder von seinen Enkelkindern? Ist das der Herr Smith? Oder ist er eigentlich abwesend? Verschieden, wie wir sagen. Tod ist eine Scheidung zwischen meinem unsichtbaren Wesen, meiner Persönlichkeit. Das, was Fred ausmacht, ist eben mehr als ungefähr 80 Kilo Fleisch und Knochen. Mein Gewicht ist konstant seit zumindest ein Jahrzehnt, es ist über 80 Kilo. Und der physische Tod, die Trennung meines Körpers von meinem unsichtbaren Wesen, zerstört mein natürliches Leben. Ich denke zurück an das Wort, das Gott gesprochen hat zu Adam, zum ersten Menschen. Adam, an dem Tag, wenn du von diesem Baum isst, wirst du gewisslich sterben. Ja, an dem Tag, das heißt 24-stündiger Zeitraum, ist er nicht gestorben körperlich. Heißt das, dass Gott hier ein bisschen Jägerlatein spricht? Nein. Denn der körperliche Tod ist nicht die einzige Form des Todes. Für uns das Wesentlichste, was wir betrachten,
ist der geistliche Tod. Etwas, was Leute gar nicht in Betracht ziehen. Und der eigentliche Grund, warum es so ein Kampf ist, in unserem Leben unsere ganzen Bedürfnisse zu befriedigen. Warum es überhaupt eine Sinnfrage gibt und keine Antwort bei vielen. Der Grund, warum es keine Liebe, viele Menschen Liebe nicht erfahren und Anerkennung und Selbstbestätigung oder Erfüllung ihrer Berufung im Leben, das Erreichen ihrer Potenzial. Der Mensch ist von Haus aus geistlich tot. Eben wie der körperliche Tod meinen Körper zerstört mein natürliches Leben, der geistliche Tod zerstört meine Verbindung mit Gott. Hier ist der geistliche Tod dargestellt als eine Entfernung zwischen Gott und einem Menschen. Eine Trennung zwischen Gott und mir. Der Unterschied zwischen mir und einer anderen Tiergattung ist nicht nur, dass ich auf zwei Beine gehe oder sprechen kann. Ist nicht nur, dass ich 5 Finger habe und eine Hand, die gemacht ist für etwas außer Bananenschalen ziehen und in den Bäumen herum schwingen. Der wesentlichste Unterschied zwischen mir und einem Tier ist, dass Gott mir mit einem Geist geschaffen hat. Irgendwie mit einem Gottesantenne, mit einer Möglichkeit, eine Verbindung und Gemeinschaft mit Gott zu genießen. Der geistliche Tod, das Resultat von Sünde, ist die Fremde, die Entfernung, die Trennung von Gott. Jesaja im Alten Testament 700 Jahre vor Christus hat es so dargestellt. Er sagte, es ist nicht, dass der Arm des Herrn zu kurz ist, dich zu retten. Nicht, dass er taub ist, dass er dich nicht hören kann. Nein, deine Sünden und deine Verdrehtheit hat eine Trennung, eine Scheidung gemacht zwischen dir und deinem Gott. Sünde trennt von guter Gemeinschaft. Sünde, moralische Besudlung, entfremdet uns von Gott. Und die Ferne von Gott, die Entfremdung von Gott, das Abgeschnittensein vom Lebensbrunnen, das ist der geistliche Tod. Erich hat einen gewaltigen Bibelvers vorgelesen heute Abend, so prägnant und mit Bedeutung beladen. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Gottes herrlicher Maßstab, sein Charakter, seine Eigenschaften zusammengefasst, das ist seine Herrlichkeit. Es gibt so einen gewaltigen Unterschied zwischen mir, dem Geschöpf und dem Schöpfer in meinem Charakter. Und dieser Unterschied, diese Entfernung ist der geistliche Tod. Der Lohn der Sünde, sagt Römerbrief weiter, ist der Tod. Das Ergebnis von Sünde ist der geistliche Tod. Ein anderer Apostel des Herrn hat es so beschrieben. Ihr wart tot in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zornes waren, wie auch die anderen. Hier werden Menschen dargestellt, die sich ihres physischen Lebens noch erfreuen. Sie sind aber geistliche Toten, wandelnde Leichen, die marschieren zum Marschlied des Zeitgeistes, haben ihren Marschbefehl von dem großen Fürsten,
der die Macht des Todes hat. Menschen, die gehen durch diese Welt, ohne hinaufzuschauen. Das griechische Wort für Mensch ist bezeichnet Anthropos, der Hinaufschauende, derjenige, der seinen Blick erhebt. Und so oft der Mensch erhebt seinen Blick nicht über seine eigenen Bedürfnisse hinaus. Blind und kurzsichtig, wie ein Freund von mir sein Leben beschrieben hat. Die größte Entscheidung des Jahres ist, welche Farbe mein Sportauto haben wird. Menschen abgeschnitten von der Lebensquelle. Und nur eines ist in ihrem Leben sicher, und das ist der Tod. Er ist wohl todsicher. Alle von Haus aus, sagt die Bibel, sind geistlich tot, entfremdet von Gott, in der Ferne. Wegen ihren Sünden, weil der Lohn der Sünde der Tod ist, entfremdet von Gott, getrennt von ihm, abgeschnitten von der Lebensquelle. Die Bibel beschreibt eine dritte Art oder Form des Todes, den sogenannten zweiten Tod. In der Offenbarung wird es so geschildert, dass eines Tages alle auferstehen werden zum Gericht. Alle werden gemustert werden vor dem großen, weißen, unbestecklichen Thron Gottes. Und dort werden sie nach ihren Werken gerichtet. Diejenigen, die nicht eingeschrieben sind im Buche des Lebens, getrennt von Gott. Es ist die endgültige, ewige Gottes Entfernung oder Trennung von Gott. Dort an dem Tag wird das Leben eines jeden Menschen gezeigt, sozusagen. Audio und Video. Wird man sehen, die Taten, die Worte und auch den Gedanken hinter den Taten. An dem Tag die verborgenen Dinge des Herzens, schreibt der Apostel, werden freigelegt. Judas beschreibt die diesen geistlichen Tod erfahren, diesen ewigen Tod erfahren. Er sagt, ihr Sterne, denn das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Das ist Judas, der Bruder des Herrn, nicht der Verräter. Er beschreibt Menschen wie rebelliöse, eigensinnige Planeten, von der Bahn um ihre Sonne oder um ihren Stern abgebrochen oder losgebrochen. Davon in die Freiheit. Menschen, die sich von Gott abgewandt haben, in die selbst erwählte Gottes Ferne. Du sagst aber, ich bin schockiert. Fred, du redest aber hart heute Abend. Aber ich rede nicht heute Abend in einem geistlichen Vakuum hinein. Ein ehemaliger katholischer Priester sagte es so, das Problem mit Katholiken, und ich glaube, das ist das Problem mit allen religiösen Menschen. Das Problem mit allen Religiösen ist nämlich, dass sie meinen, dass sie krank sind. Und sie wissen nicht, dass sie gestorben sind. Der Kranke hegt Hoffnung auf Besserung. Der Kranke meint, wenn er nur seine eigene Lage ein bisschen verbessert, wird es ihm besser gehen. Aber Jesus sagt, nein, du bist tot. Du musst von Neuem, von oben geboren werden. Gott liebt uns und will, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und hier, liebe Zuhörer, ist die Nacht der Wahrheit. Wir brauchen hier heute Abend keine Sterbebettlügen, kein Wattezettellügen, keine rote Brille.
Gott liebt uns so sehr, dass er uns aufklärt. Was würdest du von einem Arzt halten, den du besuchst mit einer ernsthaften Krankheit und er sagt, es wird schon gut, mach dir keine Sorgen, und verschreibt dann nicht vielleicht nicht erfreuliche, aber das angemessene Rezept. Was würdest du von einem solchen Arzt halten? Gott ist ganz ehrlich mit uns und ganz offen über unser eigentliches, tiefstes Bedürfnis. Und wenn wir schon von solchen Aussagen schockiert sind, wie wir das unser Nikodemus empfunden haben. Wie wir gelesen haben, war er ein Oberster der Juden. Das heißt, er war Nationalrat. Er war Pharisäer. Das heißt, er fastete 2-mal wöchentlich. Er betete 2 Stunden täglich. Ich weiß nicht, wie viel du zahlst, aber er gab zumindest 10% seines Einkommens für die Erhaltung der jüdischen Religion. Und im Gegensatz zu den üblichen Pharisäern war er ein ehrlich suchender Mensch. Er war bereit, zu Jesus zu kommen, selbst auf Kosten seines Rufes, wenn es sein muss. Und er brachte Jesus ehrliche Anerkennung entgegen. Und dafür, was bekam er? Er bekam ein Watschen, sozusagen, von unserem Herrn. Mit scheinbarer Zusammenhanglosigkeit und Schroffheit, der Herr begegnet ihm. Nikodemus will nur sagen, wir wissen, du bist von Gott gekommen, du musst ein gewaltiger Lehrer sein, deine Lehrtätigkeit ist begleitet von solchen gewaltigen Zeichen und Wundern, du musst besonders gesegnet sein. Und die Antwort Jesu: Ich sage dir, wenn du nicht vom Neuen geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nie sehen. Verse 24, Jesus vertraute sich den Menschen nicht an, denn er kannte alle und er brauchte kein Zeugnis über das, was in einem Menschen drinnen ist. Nikodemus, ich kenne dich, du religiöser Mensch, du aufrichtiger Mensch. Ich kenne dein tiefstes Bedürfnis. Nikodemus, du bist tot. Du brauchst neues Leben, ein Leben von oben, Leben aus Gott. Das wird dem alten Burschen den Atem verschlagen haben, oder? Er kam, um ein theologisches Gespräch zu haben mit dem großen Theologen Jesus, mit dem Lehrer. Jesus stellt dabei sein ganzes Leben in Frage. Er macht einen fetten Strich durch seine religiöse und seine moralische Rechnung. In Vers 4, ins Wanken geraten, fragt er, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwas zum 2. Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Nicht buchstäblich gemeint. Er war selbst ein Rabbiner und er wusste, dass die Rabbiner öfters von geistlichen Wahrheiten oder geistliche Wahrheiten schildern mit symbolischen Sprache. Was er sagen will, ist: Jesus, Rabbi, meinst du, dass ich nach all diesen Jahren, nachdem ich einen solchen moralischen und religiösen Lebensweg zurückgelegt habe, dass ich einen neuen Anfang machen muss? Hast du das nie empfunden in deinem Leben? Ich war einmal hier. In eine Sackgasse im Leben geraten, wenn man am liebsten einfach zurück zum Start gehen würde, wie in Monopoly, zurück to go und einen neuen Anlauf aufs Leben machen. Ich kann mich an eine Zeit während meines Wehrdienstes erinnern, wo alles hin war, meine Pläne vom Studium her. Ich war in Drogen verwickelt, ich war ausgebrannt und enttäuscht. Ich wollte einfach neu anfangen. Viele Ehepartner, 10 Kilo und Eimer voll Tränen später,
wünschen einmal, dass sie zurück könnten und einfach auf die Welt wieder kommen könnten und neu beginnen. Aber was würde passieren, wenn wir das einmal täten? Wahrscheinlich das Gleiche würden wir tun. Meinst du, Rabbi, will Nikodemus wissen, dass ich alles umsonst getan habe? Dass meine ganze religiöse Bemühung umsonst war? Meine ganze Gerechtigkeit? Paulus, der junge, aber große Gelehrte seiner Tage, musste das auch einmal erleben. Er sagte, wir haben kein Vertrauen aufs Fleisch, wir dienen Gott im Fleisch, obwohl ich auch Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendeiner andere meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am 8. Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, die strengste Gruppierung, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde. Aber was immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, sondern die Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Paulus schaut seine ganze geistliche Errungenschaften an. Er war wirklich der Mann von einwandfreiem Hintergrund und Ausbildung und kam schnell voran in seinem geistlichen Leben. Aber alles erachtete er auf einmal für Verlust, für Dreck. Er betrachtete sein ganzes religiöses Leben bisher als ein Misthaufen. Und das ist dieses Wort in dem Text. Ich betrachte es als reiner Mist. Ein Bischof der Kirche Indiens sagte, mit 72 Jahren hat mein Leben begonnen. Bis zu dem Zeitpunkt war ich ein angesehener, moralisch hochstehender, frommer Kleriker. Jetzt bin ich aufs Neue geboren und die letzten 8 Jahre meines Lebens waren fruchtbarer, als Worte beschreiben können. Das haben wir auch gehört von Erich und Margaret. Menschen, die ein neues Leben begonnen haben vor etwa 14 Jahren. Die Beschaffenheit dieses neuen Geburtes, Vers 5, Kapitel 3, Vers 5, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist und bleibt Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Nikodemus, deine fleischliche Bemühung reicht nicht aus. Du bist ein Toter und ein Toter kann nicht zur Verbesserung seiner eigenen Lage beitragen. Selbst Nikodemus, wenn du in den Mutterleib zurück könntest, wärst du nur wiederum aus dem Fleisch geboren. Und was aus dem Fleisch geboren ist, ist und bleibt Fleisch. Aus dem Fleisch kann nicht Geist werden. Geist hat eine ganz andere Beschaffenheit. Nebenbei gesagt, biblische Wiedergeburt hat mit der Reinkarnation oder Seelenwanderung nichts in Gemeinsam. Diese Art Wiedergeburt der Hindu und Hindu angehauchte Religionen.
Man kann nicht Geist werden aus dem Fleisch. Aber man muss ein ganz neuer Mensch werden. Leben bekommen aus Gott. Hier ist kein religiöses oder politisches Flickwerk. Keine generelle Überholung des ursprünglichen Selbst. Kein Fortschreiten des alten Menschen. Wiedergeburt, die Rede ist von einer ganz neuen Schöpfung. Von neuem Leben aus Gott. Ihr müsst von Neuem geboren werden, Vers 3. Und es ist interessant, das gleiche griechische Wort übersetzt neu in Vers 3, ist übersetzt in Vers 31 von oben. Der von oben kommt, ist über allen. Und so in manchen Bibeln in der Fußnote steht, je nachdem, wir müssen wiedergeboren werden von oben oder wir müssen von Neuem geboren werden. Denn das ist der gleiche Begriff. Und wir brauchen keine Wahl treffen. Beide Sachen sind wahr. Wir müssen geboren werden, nicht von unten, von unseren Müttern hier auf dieser Erde, kein physischer Geburt. Wir sollten geboren werden von oben, aus Gott geboren werden. Nicht fleischliches, sondern geistliches Leben brauchen wir. Nicht irdisches Leben, sondern das Leben von oben. Nicht vergängliches Leben, sondern das Leben der Zeitalter. Ewiges Leben. Leben aus Gott. Manche meinen an dieser Stelle einen Hinweis zu sehen auf zwei christliche Riten. Wir müssen aus Wasser geboren werden und aus Geist. Manche sehen hier die christliche Taufe und Firmung. Aber ich kann euch eines sagen. Das Letzte, was ein Pharisäer wie Nikodemus brauchte, war zwei zusätzliche Riten. Riten hatte er genug. Und die Weisheit, wie Jesus sagt, wird schließlich durch ihre Kinder gerechtfertigt. Welche Frucht hat die Theologie gebracht, die lehrt, dass man wieder geboren wird durch kirchliche Riten? Geh jetzt zum Gefängnis in diesem christlichen Land und frag, wie viele Gefangenen getauft sind und wie viele gefirmt sind. Du wirst vielleicht danach fragen, ist die Taufe und die Firmung, sind die Aufnahmekriterien hier im Gefängnis? Der Lehrer Israels wird getadelt, da er von der Wiedergeburt hätte wissen sollen, aber von der christlichen Taufe hätte er nichts wissen können. Nein, es geht nicht um Riten. Lies nicht immer Taufe, wenn du Wasser liest in der Bibel. Er hätte wissen sollen. Und vom Alten Testament hätte er wissen können, wovon die Rede war. Hesekiel Kapitel 36 möchte ich vorlesen, Seite 1052. Eine Stelle, die Jesus annähernd zitierte. Vers 25. Ich, Gott spricht hier, ich werde reines Wasser auf euch springen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und dann ist die Rede von dem Wind, von dem wir auch im Text gelesen haben. Du Theologe, Nikodemus, Jesus sagt, du brauchst eine radikale Lösung. Nicht nur mehr Information von mir, ein Lehrer von Gott gesandt.
nicht mehr fortschreiten in deiner Religion. Du brauchst Reinigung von deinen Sünden. Du brauchst ein ganz neues Herz. Du brauchst einen neuen Geist, eine neue Geburt, eine Geburt aus Wasser. Reinigung, eine Geburt aus dem Geist. Und das ist das dringlichste Bedürfnis der Menschen. Wasser. Man kann von Nico wirklich nicht verlangen, dass er über die christliche Taufe informiert war. Aber Johannes der Täufer, seine Taufe hatte er gekannt. Sie war eine Taufe der Buße. Und Buße, Leute, heißt nicht etwas vorbeten oder bezahlen, wenn du gesündigt hast. Es ist nicht gleichzusetzen mit Beichte. Beichte ist in der Bibel nicht zu finden. Buße, wenn wir das auf Deutsch übersetzen würden, Buße heißt Umkehr oder Bekehrung. Buße heißt, wenn ein Mensch in eine Richtung gegangen ist und er ändert seinen ganzen Lebensweg. Wie der Prophet Jesaja sagt, so spricht der Herr, der Sünder verlasse seinen Weg und der Ungehorsamen seinen Gedanken. Dein Lebensweg, auch deine Weltanschauung wird radikal verändert, wenn du Buße tust. Und diese neue Richtung, das ist die Bekehrung. Vielleicht nur eine Warnung, wiederum, weil ich nicht in einem Vakuum spreche hier, in einem religiösen Vakuum. Heute reden zunehmend religiöse Menschen, auch von den Großkirchen, über Bekehrung und Umkehr. Aber sie meinen damit Einkehr. Sie meinen damit, dass man besondere Übungen macht, zusammenhängend mit Sakramenten, zusammenhängend mit gewissen Meditationen, und man kehrt in sich hinein. Nein, es gibt nichts Gescheites in dir zu suchen, dass du zu dir hineinkehrst. Zumindest in mir nichts Gescheites drin. Nein, ich kehre um. Und die Bibel sagt, zum Beispiel, Sie sehen, dass die Gläubigen im Neuen Testament umgekehrt sind. Sie kehrten um von ihren Götzen zu Gott, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Es ist eine neue Lebensrichtung, nicht eine Form von Meditation, Nabelschau oder irgendwas. Wirklich nicht. Umkehr. Und Nikodemus kannte diese Taufe des Johannes, diese Bußtaufe, radikale Umkehr. Und als Johannes vernahm, dass Leute zu ihm kommen und sie wollen dieses Ritus, gell? Sie wollen getauft werden. Alle werden getauft. Ja, jetzt gehen wir uns taufen lassen, gell? Letztes Jahr waren Mountainbikes dran und jetzt ist Johannes der Täufer da. Jetzt werden wir uns taufen lassen. Und als er draufgekommen ist, dass Leute kamen, sich taufen zu lassen, und sie meinten es nicht ernst. Besonders bei den religiösen Leuten, er sagte, Schlangenbrut, wer warnte euch zu entfliehen den kommenden Zorn? Bringt bußwürdige Früchte. Johannes redete von einer ganz radikalen und realen Umkehr. Und zweitens bei seiner Taufe, die Nikodemus kannte, wies er auf den Kommenden hin, auf den Größeren als er selbst, der nicht mit Wasser, sondern mit Heiligem Geiste taufen würde. Und Johannes sagt, wenn er kommt, glaubt an ihn. Wiedergeburt aus Wasser, radikale Umkehr, ein neuer Lebensweg, Wiedergeburt aus dem Geist. Der Epheserbrief sagt es so, nachdem ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, das Evangelium, und gläubig geworden seid ihr mit dem Heiligen Geist
versiegelt. 2 Elemente, Wasser und Geist. Folglich kann man sagen, dass die Wiedergeburt durch Bekehrung, Umkehr, Wasser und Glauben das Werk des Geistes, dass die Wiedergeburt so erfolgt. Genau wie der Heilige Geist die Jungfrau überschattete und schließlich ein Kind, Jesus, zur Welt kam. So überschattet uns der Heilige Geist und wir bekommen Leben aus Gott. Das ist ein gewaltiges Wunder. Und Nikodemus war so überwältigt, dass er nur 4 Wörter rausspucken konnte. Wie kann dies geschehen? Vers 10. Wie kann man wiedergeboren werden? Zuerst eine Feststellung und dann ein Beispiel. Die Feststellung, Jesus sagt, Nikodemus, wir, das heißt Johannes der Täufer und ich, wenn man den Zusammenhang liest, wir reden von irdischen Dingen, ihr glaubt uns nicht einmal, wenn wir von Dingen reden, die im Alten Testament sind. Wie würdet ihr glauben, wenn wir euch himmlische Dinge, unüberprüfbare Dinge reden könnten? Nikodemus, niemand ist jemals auf diese Erde gekommen aus dem Himmel, um zu reden über diese Dinge, als nur der Menschensohn. So die Feststellung ist, Leute, wie kann dies geschehen? Wir sind von der Offenbarung Gottes abhängig. Wir sind von dem Wort Jesu Christi abhängig. Und wie wir lesen am Ende des Kapitels, niemand nimmt sein Zeugnis an, Vers 32. Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Letzten Endes muss man entscheiden, ob Jesus Christus Gott wirklich vertritt oder nicht. Ob Jesus Christus in seinem Reden wirklich Gottes Wahrheit redet. Letzten Endes, wenn man Christentum verwirft, oder sagen wir so, wenn man den biblischen Glauben, sich dem biblischen Glauben nicht unterwirft, wenn man nicht wiedergeboren wird, nennt man Gott ein Lügner. Macht man Gott zum Lügner, wie Johannes sagt später in 1. Johannesbrief, wer das Zeugnis Gottes nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Wie können wir wiedergeboren werden? Zuerst einmal nur diese Feststellung, wir sind abhängig von Gott für die Information wie. Und dann gibt Jesus die Information anhand eines Beispiels. Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhörte, so muss der Sohn des Menschen erhört werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhörte, so muss der Menschensohn erhört werden. Und er erinnert Nikodemus an eine überprüfbare, nachvollziehbare Illustration aus dem Alten Testament. Gottes alttestamentliches Volk war unterwegs durch die Wüste in ihren Wüstenwanderungen. Und dort haben sie immer wieder gegen Gottes Führer, Mose, und gegen Gott selbst gemeckert. Sie haben gemeckert mehr als ihr Kleinvieh, das sie mitgeschleppt haben. Wenn man liest diese Geschichte, sie waren immer an Muren. Sie waren unzufrieden mit dem und unzufrieden mit jenem. Und Mose, warum hast du uns hierher geführt, auf dass wir sterben in der Wüste? Ich meine, Ägypten und Sklaverei war nicht so gescheit, aber lieber als ein Sklave sterben mit einem vollen Bauch, als hier draußen in der Wüste ohne Wasser. Unzufriedenheit. Wie wir das Volk für sich gewinnen. Gott zeigt das Volk die Wurzel und die eigentliche Problematik ihrer Unzufriedenheit. Und zugleich zeigt Gott seine Lösung. Gott schickte feurige Schlangen unter ihnen. Ich nehme an, das heißt Schlangen mit einem feurigen Biss. Und viel Volk starben. Eine Menge von Leuten starben.
Es war ein tödlicher Biss. Das Gift, es gab für das Gift kein Gegengift. Und als das Volk sah, was für Auswirkungen ihre Unzufriedenheit mit Gott, ihren Unglauben hatte, naja, sie kamen zu sich in ihrer hoffnungslosen Lage und sie wandten sich an Mose und sie taten Buße. Sie sagten, Mose, wir haben gesündigt gegen Gott und vor dir. Mose betete zu Gott, dass er uns diese Plage abwendet. Und Gott sagte, Mose, nimm eine Schlange. Mach dir eine Schlange aus Erz. Erhebe die Schlange auf eine Stange, hoch, wo das ganze Volk die Schlange sehen kann. Und es wird geschehen, dass jeder, der an die Schlange blickt, der wird gerettet werden. Was hat diese Geschichte für eine Bedeutung? Das Volk kam zu sich, nahm seine hoffnungslose Lage wahr, wandte sich an Mose, tat Buße, kehrte um. Und Gott zeigte das Volk, dass die Lösung für das Problem ihrer Sünde nicht in ihnen war, bitte nicht Einkehr, sondern die Lösung ist außerhalb. Die Lösung ist in Jesus Christus. Die Lösung ist in einem Stellvertreter, in einer Schlange, auf den sie blicken. Es war so eine arge Sache irgendwie, eine Schlange. Wenn ich das Wort lese, ich kann mir nicht helfen, ich denke immer wieder an einen, der als Schlange bezeichnet wird in der Heiligen Schrift. Und er war der eigentliche Urheber von Unzufriedenheit. Er hat das erste Menschenpaar unzufrieden gemacht mit Gott und sie bäumten sich auf gegen seine Führung und Fürsorge. Sie wurden von der Schlange gebissen. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Das Gift der Schlange ist in unserer aller Adern, denn wir haben alle gesündigt gegen Gott. Nikodemus sagt Jesus, du bist ein großer Gelehrter, der Lehrer Israels, der vornehmste Theologe Israels. Du bist gewohnt, dich in die Lage von Moses zu versetzen, aber Nikodemus, nimm deinen Platz ein unter dem sündigen Volk. Tu Buße und schaue von dir selbst weg. Die Lösung ist nicht in dir selbst. Die Lösung ist außerhalb, in deinem Stellvertreter. Schau hinauf auf einen anderen. Gleich wie die Schlange in der Wüste, Mose die Schlange in der Wüste erhörte, so muss der Sohn des Menschen erhört werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Ich lese in 2. Korintherbrief folgende Stelle, wenn du mitlesen willst, das ist Kapitel 5, Vers 20, Seite 227 im Neuen Testament. Ich würde das niemals ahnen, dass Jesus Christus dargestellt würde mittels einer Schlange. Es gibt keine zwei Dinge im Leben, die gegensätzlicher sind für mich als der reine, makellose Jesus von Nazareth und eine listige, gefährliche Schlange. Sünde personifiziert. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte an Christi Staat, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der die Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir
Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Den der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Überlegt das mal. Das ein Symbol von Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth, erhoben auf einem Kreuz, gleich wie Mose die Schlange erhörte in der Wüste. Ein Heilsmittel, das einzige für das Volk. Alles sonst hätte nicht funktioniert. Einer Gebissen sagt, naja, für mich ist es zu spät. Und wenn man diese Einstellung hätte und hätte nicht hinaufgeschaut zur Stange, dann wäre es tatsächlich zu spät. Ein anderer sagt, ich glaube es nicht. Wie kann es sein, dass man bloß durch Schauen auf die Stange, dass man so gerettet wird? Das ist mir so einfach. Ja, viele Leute denken so. Aber Gottes Heilsmittel, der Sohn Gottes, heilig und makellos, den der Sünde nicht kannte, hat Gott zur Sünde gemacht. Der Sohn Gottes auf einem Schandpfahl für meine und deine Sünde. Sünde personifiziert. Ich weiß nicht, was du empfindest, wenn du überraschenderweise auf einen Kreuzader beim Bergwandern kommst. Was empfindest du, wenn du das Ding siehst? Ich habe keine große Furcht, aber ein bisschen doch. Ich war nur einmal von der Schule rausgeschmissen, und das ist, weil ich ein Mädchen mit einer Klapperschlange bedroht habe. Ich habe gesagt, schau mal, Karen. Ich habe sie ihr ins Gesicht getan, eine lebendige Klapperschlange. Aber ich war sehr, sehr vorsichtig, wie ich das Ding aus dem Sack rausholte. Das kann ich dir sagen. Was empfindest du, wenn du eine Schlange siehst? Jesus hängend zwischen Himmel und Erde, Sünde personifiziert. Oh, wie dramatisch war die Kreuzigung. Der Himmel gerät in Verlegenheit. Die Mittagssonne weigert sich, ihr Licht zu geben. Und in der Mittagsfinsternis hört man den verwahrlosten Schrei des Verlassenen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Siehe seine durchbohrten Hände und denk vielleicht an dein Handeln. Siehe seine durchbohrten Füße und denk vielleicht an deine Irrwege. Siehe seinen mit Dornen gekrönten Stirn und denk vielleicht an deine Gedankenwelt. Sieh seine durchbohrte Seite und denk an dein Herz. Jesus, Sünde personifiziert. Wieso? Gott hat die ganze Sünde von dir und mir auf ihn geladen, wie es steht in der Schrift. Gleich wie Mose die Schlange erhörte in der Wüste, also muss der Menschensohn erhört werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wir lesen hier zweimal muss. Der Sohn des Menschen muss erhört werden und du musst wiedergeboren werden. Zwei Imperativen. Er muss erhört werden und wir müssen wiedergeboren werden. Diese 2. Korinther-Stelle möchte ich wiederum lesen. Ab Vers 18. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnt hat.
Gott in Christus. Das ist ein göttliches Unternehmen, die wir hier betrachten. Das war Gottes Idee. Gott war in Christus. Gott ist auf diese Erde gekommen. Und sein Versuch, beim Besuch dieser Erde war es, die Welt mit sich, die Menschen der Welt mit sich zu versöhnen. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Und er hat uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt. Wie kann er die Übertretungen der Welt nicht zurechnen? Dadurch, dass Jesus für sie stellvertretend für uns starb. Und so sind wir, Vers 20, nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden mit in ihm. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Gott besuchte diesen Planeten, Jesus Christus. Christus war sein Gesandter. Und heute Abend ich, wie damals zur Schreibzeit dieses Buches Paulus, ich, ein Gesandter an Christi Stadt, als ob Christus gleichsam durch mich redet, ich bitte um seine Stadt, lass dich versöhnen mit Gott. Und nicht morgen. Heute ist die wohlangenehme Zeit. Heute ist der Tag des Heils. Bekehre dich, kehr um, erkenne deine Armut im Geiste an. Du hast nichts zu bringen, keine eigene Gerechtigkeit. Ich hätte viel weniger als Nikodemus gehabt hätte. Kehr um und glaub ihm. Das Sühnemittel ist da. Jesus für uns stellvertretend. Gott kehrte seinem Sohn seinen Rücken aus dem Grund, weil deine und meine Sünden auf ihn geladen waren. Und Gott muss in der Ferne bleiben, fern von seinem Sohn, während er auf dem Kreuz war. Und jetzt zurück zum eigentlichen Abschnitt, Johannes Kapitel 3. Diese Verse wiederum, Vers 14 bis 16. Gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhörte, so muss der Sohn des Menschen erhört werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. O welch Tiefen, o welch Höhen der Liebe Gottes. Der Liebe Gottes für mich und für dich, wie groß. Man kann seine Liebe ermessen an dem Preisetikett. Er gab das Kostbarste, was er besaß. Seinen einzigartigen, kann man übersetzen, eingeborenen Sohn. Er gab ihn in den Tod, in den grausamen Tod, in das Gericht hinein, das wir durch Schuld und Sünde verdienen. Gott gab sein Liebstes. Und er gab sein Liebstes aus Liebe für die Welt. Aus Liebe für dich und für mich. Nicht nur für uns alle, sondern für uns persönlich. Paulus hat so geschrieben,
Christus hat mich geliebt und gab sich selbst für mich. Auf dass jeder, wie wir lesen in Vers 6, und damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Glauben, was heißt das? Vers 24 übersetzt das gleiche Wort, Glaube. Jesus, Kapitel 2, Vers 24, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an. Sich jemandem anvertrauen, das ist Glaube. Morgen predige ich in Ost-Berlin. Ich werde mich um 10:15 Uhr British Airways anvertrauen. Und das ist Glaube. Ich sitze da in einem Sessel, ich kenne den Pilot nicht, ich kenne die Mannschaft nicht, ich kenne die Maschine nicht oder die ganzen Mechaniker und Hersteller nicht. Ich vertraue mir ein Flugzeug an. Das habe ich so oft getan. Es kommt mir gar nicht vor, es ist ein Glaubensschritt. Ich habe einen Freund, der war ein Fallschirmjäger bei den amerikanischen Streitkräften. Sie haben noch Flugzeuge. Und einer hat die Fallschirme zubereitet und gefaltet. Und er war ein Trinker, ein Alkoholiker. Stell dir vor, da bist du in deinem Flugzeug mit 40 Mann Besatzung und es ist Zeit zu springen. Und du denkst dran, aber der ist ein Trinker. Gell? Aber er glaubte ihm und er ist gesprungen. Du glaubst jeden Tag deines Lebens. Du fährst durch eine grüne Ampel, du nimmst an, du glaubst, dass jemand beim Rot stoppen wird. Sich jemand anvertrauen. Wie meine kleine Tochter, 3 Jahre alt, sie steht manchmal auf der Treppe, etwas so hoch im Garten, und sie springt, ohne zweimal zu denken, in meine Arme. Wieso? Ich bin zuverlässig, vertrauenswürdig. Sie weiß, ich werde sie nicht fallen lassen. Und das ist, was Jesus hier meint. Die Zuverlässigkeit Gottes. Kannst du das beteuern, dass Gott wahrhaftig ist? Dass er zuverlässig ist? Dass er dich tatsächlich retten kann aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz für dich getan hat? Ein Beispiel, das ich häufig erinnere, es tut mir leid, wenn du es einmal gehört hast, aber es half mir so sehr. Es war die Geschichte eines französischen Seiltänzers, der über Niagarafälle gegangen ist mit einer Scheibtruhe oder Schubkarren oder Radeltruhe, ich weiß nicht, was du daheim hast. Er sagte, wer glaubt, dass ich über die Fälle gehen kann mit dem? Und die sagen, ja, wir glauben, und Applaus. Und hat es geschafft natürlich. Kam zurück und er sagte, wer glaubt, dass ich mit einem Menschen in diese Schubkarren über die Niagarafälle gehen kann? Oh, wir glauben gewaltig. Und er sagte, ja, einer von euch Gläubigen, steigt bitte ein. Glaubt ihr, dass jemand eingestiegen ist? Nein. Wieso? Niemand hat ihm geglaubt. Er ist nicht fähig. Er ist nicht zuverlässig. Überleg das mal. Glaubst du, dass Jesus Heiland der Welt ist? Oh ja, ich glaube. Hast du dich ihm und ihm allein anvertraut? Bist du in seine Heilsscheibtruhe unterwegs? Oder verlässt du dich auf deine guten Taten? Auf deine gelegentliche Nabelschau oder ein paar Riten, die du betreibst, um dein Gewissen zu befriedigen? Verlässt du dich auf deine Kirche? Auf deine fromme Oma? Ja, du wirst nicht glauben, wie oft ich höre. Aber meine Oma, sie war so gläubig.
Ja, das ist gewaltig, das freut mich sehr. Aber ich denke immer wieder, du bist nicht so gläubig. Glaubst du ihn? Ist er zuverlässig? Kann er uns rüberbringen? Jesus sagte, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, er hat ewiges Leben. Er kommt nicht ins Gericht. Er ist schon aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wir haben es bemerkt bei Erich und Margaret in ihrer Geschichte, Lebensgeschichte, etwas ist ihnen vorgegangen. Sie haben ein neues Leben aus Gott. Gott verändert ihr Leben auch. Aber wie weißt du, dass sie nie ins Gericht kommen? Jesus hat es gesagt. Wer mein Wort hört und glaubt, er hat gegenwärtig das ewige Leben. Er kommt niemals ins Gericht. Er ist schon aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und es hängt nur davon ab, glaubst du ihm? Vers 17 oder Vers 16 wiederum. Denn so sehr, man könnte über diese 3 Wörter eine Stunde reden, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir redeten heute Abend von 2-mal Muss. Jesus musste erhört werden und du musst wiedergeboren werden. Und wir lesen heute Abend von 2-mal Liebe. Denn Gott hat die Welt, dich persönlich, so geliebt. So sehr geliebt, dass er Jesus sandte für dich. Und dann liest man schließlich, kann es sein, dass die Menschen die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht des Evangeliums. Manche werden sich für die Liebe Gottes in Christus verschließen. Das ist unfassbar. Wie kann das sein? Jesus will uns nicht richten. Er ist nicht dazu gekommen. Er ist gekommen, uns zu retten. Gottes bloßstellendes, heilbringendes Licht ist in unsere Welt eingedrungen. Gott liebt Sünder. Gott hasst Sünde. Er sandte seinen Sohn, dich zu retten. Deine Sünde wird er nicht mitretten. Diese Vorträge haben vielleicht einiges in deinem Leben ans Licht gebracht. Einiges, was man lieber in der Dunkelheit zurückgelassen hätte, verstecken würde. Und du musst endlich entscheiden, du musst einmal entscheiden, wen du lieber hast. Das bloßstellende, heilbringende Licht, Jesus, oder deine Sünde. Du meinst vielleicht, du kannst die Gaben Gottes nehmen, Sex, Speise, Trank,
Gesellschaft, Bergtouren, Skifahren, Kinder, Liebe. Die Gaben Gottes kannst du nehmen und dich zurückziehen in der Finsternis, fern von Gott. Und da kannst du diese Dinge besser genießen, ohne Gott. So ziehe dich zurück, aber pass mal auf, denn die Finsternis, in die du dich zurückziehst, wird eines Tages die äußere Finsternis sein. Wenn man wählt die Entfremdung von Gott vorsätzlich, dann wird die Entfremdung von Gott unser Teil im Leben sein. Vielleicht ist der Ort der Finsternis passender als der Himmel und Gemeinschaft mit Gott. Denn im Himmel ist alles Licht. Und vielen von uns würde das gar nicht gefallen. Alles rein, alles hell, keine Sünde. Das beschreibt mein Leben nicht, jetzt auf dieser Erde. Das beschreibt den Zustand, den ich genießen werde, in reinster Gemeinschaft, Freude, in Liebesbeziehung mit Gott in Jesus Christus. Gott hat die Welt und mich persönlich und dich so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist seine Geste, die Geste seiner Freundschaft. Wen liebst du? Das Licht oder deine Sünde? Ich möchte heute Abend mit den Worten Mose bei einer seiner letzten Reden beenden. Mose sagte bei seinem Abschied: Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt. Wähle das Leben. Er musste sterben. Du musst wiedergeboren werden. Gott liebte dich in Christus. Wen liebst du? Bist du bereit, deine geistliche Armut anzuerkennen und mit leeren Händen zu kommen und Gott zu bekennen? Ich habe gesündigt gegen dich. Ich brauche deine Rettung. Ich kehre um. Herr Jesus, ich glaube dir, dass du mich retten kannst und wirst. Ich begebe mich sozusagen in deine Scheibtruhe. Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt. So wähle das Leben. Beten wir zusammen zum Schluss. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir beten dich an und danken dir dafür, dass du uns so nahe gekommen bist in der Person des Herrn Jesus. Tief neigt der Himmel sich zu Armen. Immanuel wollte sich uns nahe. Gott wurde Mensch, o welch Erbarmen. Du sein Volk, bete staunend an. Tiefer noch muss die Liebe gehen, hat sich an unseren Platz gestellt. Er starb am Kreuz in Schmach und Wehen, starb für eine verlorene Welt. Tiefer noch bist du gekommen, Herr Jesus. Er hört auf eine Stange, wie die eigentliche Ursache, wie Sünde, wie die Ursache des Todes. Bist du da gehangen
geheftet von brutalen Menschenhänden. Du, der Urquell der Liebe und des Lebens, getötet von Menschen. Ich bete, o Gott, dass dein Sohn und sein vielsagendes Kreuzeswerk und seine Auferstehung deutlich redet zu diesen meinen Zuhörern und zu mir. In dem hochheiligen Namen des Herrn Jesus. Amen.